Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Go News. Mein Name ist Sebastian und wir müssen reden. Wir müssen auf jeden Fall über Würth reden oder den leider mit Würth nicht durchgeführten Test. Dann reden wir heute auch noch über unseren Praktikanten Nummer 1. Dann haben wir auch natürlich die Go Challenge wieder mit dabei. Wir haben einige noch News aus dem Shop und müssen natürlich auch noch zurückschauen auf den letzten Monat und auf eure Kommentare. Da sind einige interessante Sachen mit dabei. Natürlich, wie immer, fangen wir jetzt an mit der Go Challenge. Und für denjenigen, der das noch nicht kennt, bei der Go Challenge ist es so, dass ich dich anrufe unter... Was? Ich rufe dich an. Ja? Und du, alles, was du dazu machen musst, ist einfach, dich anzumelden unter dieser Adresse. Und dann werde ich dich anrufen. Und zwar mit dieser Telefonnummer. Weil ich bekomme immer wieder den Hinweis, ja, ich kann nicht die ganze Zeit warten, dass du mich anrufst. Musst du nicht. Du musst auch gar nicht teilnehmen. Aber wenn du teilnimmst, machst du einfach Folgendes. Speicherst meine Nummer hier ab als ich bin ein echter Werkzeugfan. Denn wenn du dich mit ich bin ein echter Werkzeugfan meldest, wenn ich dich anrufe, bist du mit dabei. Dann stelle ich dir 3 Fragen und für jede richtig beantwortete Frage bekommst du einen 50 € Einkaufsgutschein. Und wenn ich dich angerufen habe, bist du in der Jahresendverlosung. Das wird nicht mehr lange dauern. Dann ist es nämlich so, dass ich aus allen, die ich erfolgreich angerufen habe, werde ich dann entsprechend die 4 Gewinner raussuchen oder auslosen, zusammen mit Sandra wie letztes Jahr, die hier zu uns ins Lager, wollte ich schon kommen, die zu uns hier ins Studio kommen und mit uns um Werkzeug im Gesamtwert von bis zu 10.000 € spielen. Also, es lohnt sich dabei zu sein. Jetzt aber kommen wir zum Anruf des Monats. Fürs Protokoll, es ist Sonntag, es regnet und es ist 10:46 Uhr. 10:46 Uhr, kein Problem. Ich glaube, Timo schläft noch. Timo war Versuch Nummer 1. Kommen wir zu Heiko. Ich bin ein echter Werkzeugfan. Heiko, super, schön dich zu hören. Hallo. Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut. Heiko, wie geht's dir? Überrascht und gut. Was machst du gerade, Heiko? Frühstück vorbereiten. Um 10:49 Uhr. Finde ich gut. So kann der Sonntag starten. Noch besser wäre es natürlich, wenn du jetzt mir 3 Fragen richtig beantwortest. Vielleicht noch vorher eine Frage. Was war dein letztes Projekt? Das letzte Fertige ist eine Sitzbank für meine Terrasse. Oh, schön. Gerade bin ich dabei, meinen Dachstuhl so ein bisschen mit Schubladenschrank auszurüsten. Dein Dachstuhl mit einem Schubladenschrank? Jo. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Kommen wir zu den Fragen. Frage Nummer 1. Und du weißt, wie immer, jede Frage bedeutet 50 € Einkaufsgutschein. Frage Nummer 1. Was sage ich immer am Ende der Videos? Gestern noch geguckt und schon wieder vergessen. Die muss ich echt passen. Ich sage am Ende der Videos immer ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Frage Nummer 2. Die Frage ist, kann man einen 54 Volt Akku von Dewalt in einem 18 Volt Gerät nutzen? Ja. Und vielleicht Zusatzfrage, bringt nichts, aber nur aus Interesse, ob du es weißt, was ist der Vorteil? Dass die ein bisschen mehr Dampf rausziehen. Also erstmal, Frage ist natürlich richtig. Herzlichen Glückwunsch zu den ersten 50 €. Mit dem 54 Volt Akku bekommst du immer auf jeden Fall das Maximum, was die Maschine abgeben kann. Und so eine Maschine wird natürlich immer ausgelegt für den maximalen Strom, den man rausgeben kann und noch ein bisschen mehr. Und das bisschen mehr bekommt man halt nur mit einem 54 Volt Akku. Gut, dritte Frage, unsere schwere Frage. Was ist der zentrale Vorteil einer Torx-Schraube? Mehr Kraftübertragung am Kopf. Ja, auch, aber warum? Weil es formschlüssiger ist, mehr Aufnahmefläche, also mehr Druckfläche fürs Bit. Ja, noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz. Denk noch mal kurz drüber nach. Was ist der Unterschied zwischen Schlitz und Torx? Ja, beim Schlitz hast du ja nur im Prinzip 2 Auflageflächen und beim Torx hast du ja, ich weiß nicht, 8, 10. Normalerweise bin ich ja ziemlich hart, aber ich lasse das einfach mal gelten. Der große Vorteil, du hast es ja so ein bisschen umschrieben, von Torx ist, du musst nicht andrücken. Bei Schlitz hast du immer eine Andruckkraft. Du musst also auf den Schlitz raufdrücken und dann kannst du drehen. Bei Torx musst du keinen Druck ausüben. Ja, herzlichen Glückwunsch. 100 € Gutschein in dem Fall, also 2 mal 50 €. Beim nächsten Mal das Video bis zum Ende schauen. Ja, Heiko, mir bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Gerne. Bis dann.
Übrigens nochmal der Hinweis, aktuell findet gerade der Margita Weekend Sale statt. Also vom 27. bis zum 29. findest du im Shop entsprechende Angebote aus dem Bereich Margita. Und jetzt müssen wir über Würth sprechen. Und zwar, warum müssen wir eigentlich über Würth sprechen? Es hat mich wirklich gewundert und so eine Situation hatte ich, glaube ich, noch nie so lange, wie wir GoTools TV machen. Hintergrund ist folgender. Wir wollten den Monster-Test machen, nämlich mit den stärksten 18 Volt Akkuschraubern, die man sich nur so vorstellen kann. Ja? Und dementsprechend gehen wir dann hin und holen uns dann entsprechend die Geräte. Und denkt nicht, dass es so ist, dass wir einfach nur ins Lager gehen und sofort dann entsprechend losdrehen können. Nein, es ist häufig so, dass wir die Geräte erst noch besorgen müssen, weil sie entweder gar nicht bei GoTools verkauft werden oder nicht auf dem Lager sind oder. Und so war es natürlich auch mit Würth, weil Würth ist ein Direktvertrieb. Würth selbst vertreibt, also stellt Werkzeuge her und vertreibt sie selbst mit ihren eigenen Läden beziehungsweise ihrem eigenen Internetshop, glaube ich auch, und verschickt es direkt an den Endkunden. Und ich habe gedacht, ihr selbst habt auch immer wieder gefordert, Mensch, nehmt doch mal Würth mit dazu und auch andere Hersteller, dass in diesem Test hier sehr gut Würth mit reinpassen würde. Und dann haben wir gesagt, alles klar, nehmen wir Würth mit dazu. Würth hat ja auch einen sehr starken Akkuschrauber im 18 Volt Bereich. Und ich wollte gerne für euch in diesem Vergleich schauen, wie sich Würth schlägt. Dementsprechend haben wir es ganz einfach gemacht, da es ja ein Direktvertrieb ist. Wie sollen wir es machen? Sind wir auf die Würth-Seite gegangen und haben uns angemeldet und haben gesagt, wir würden gerne diesen einen Akkuschrauber kaufen. Daraufhin hat Würth unseren Account wieder gelöscht, weil wir ja ein Händler sind als GoTools und Händler ja nicht kaufen können oder kaufen sollen, weil sie es dann sonst wieder weiterverkaufen. Was möchte Würth ja selbst machen. Alles gut, alles fein, aber wir haben dann mit Würth auch gesprochen, auch telefoniert, mehrmals hin und her gemailt und auch gesagt, wir hätten gerne das Gerät, wir würden gerne dieses Gerät kaufen, um es hier im Test zu haben. Sollten das Ganze nochmal schriftlich widerlegen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages hat Würth an höherer Stelle sich entschieden, uns kein Gerät zur Verfügung zu stellen. Und wir reden nicht von gratis, wir wollten es kaufen. Ja, wir wollten für euch das wirklich kaufen und benutzen. Würth hat es abgelehnt und wir haben uns dann dazu entschlossen, es nicht, ich sag mal, auf eine krumme Tour zu machen, dass irgendjemand das privat bestellt und dann wir das hier im Test haben. Wenn Würth das nicht möchte, dann ist das halt so. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass das Ganze, dass aus dem Grund Würth nicht dabei ist. Und so eine Situation wie heute hatten wir wirklich noch nie, denn in der Regel ist es so, dass wir durchaus mit den Herstellern sprechen, dass wir mit vielen Herstellern, die wir hier auch nicht im Shop haben, sprechen und mit denen in Kontakt treten. Mensch, wir wollen euer Gerät testen, wie sieht's aus? Habt ihr noch Hinweise? Wir sprechen also wirklich auch mit Gänsefüßen Fremdherstellern, auch mit dem Kundensupport, mit den Vertretern. Wie muss man das perfekt einstellen und wie muss man es handhaben und so weiter und so fort. Also das ist ganz normal, aber Würth möchte das nicht. Schade, wirklich schade. Und ich hätte mich wirklich gefreut, für euch hier mal Würth mit dabei zu haben. Ich möchte aber bei euch jetzt bitte nicht lesen, Würth ist ganz schlimm und alles ist irgendwie scheiße oder sowas. Das möchte ich bitte nicht in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über eure Kommentare, aber das bitte nicht. Bitte seid fair mit Würth. Es ist ein gutes Recht, das nicht zu wollen, aber ihr solltet es zumindest wissen, dass Würth sich hier der Meinung war, das nicht mitmachen zu wollen. Zumindest für so viel Transparenz wollte ich heute sorgen. Aber jetzt genug von Würth, jetzt gucken wir mal, was unser Praktikant Nummer 1, Frank Melzer, bei uns im Lager gemacht hat. Hallo Werkzeugfans, ich bin der Tom und heute mal ohne Lucky, denn heute habe ich einen besonderen Gast bei mir. Und zwar Frank, den Praktikanten. Ja, Frank Melzer zu Gast bei GoTools und er arbeitet diese Woche bei uns mal mit und wir halten das ein bisschen fest. Und dann schauen wir mal, wie es ihm diese Woche so geht. Die 01 I43. Es geht unten an mit A, ja, aufwärts alphabetisch. Ja. Ich suche D04 A23. Habt ihr unseren Praktikanten Frank gesehen? Nein. Nein, habe ich leider nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, bestimmt irgendwo. Schlaft im Lager. Wochenende! Ich trete euch! Saufen! Saufen! Wochenende! Praktikant Frank. Ja? Hast du bei uns im Lager in den letzten Tagen auch was gefunden, was du noch nicht kennst? Ja! Dann
Dann zeig mir da mal was. Das zum Beispiel. Hammergeil. Dem hier. Ist der nicht brutal? Oder voll interessant finde ich auch den hier von Milwaukee. Echt klasse. Oder die neue Robustline. Echt schnieke. Oder das Set hier. Ist doch einmalig, oder Jungs? Nein, Frank. Doch. Mensch, Frank, was hast du denn hier schon wieder angestellt? Ich habe mal alles Interessante aus dem Lager geholt und dass man auch mal sieht, wie vielfältig Go-Tools sind und was für interessante Sachen gibt. Ja, aber das ist ja überwiegend Zubehör. Das finde ich geil. Vor allen Dingen, man kann es sich auch mal leisten, mal eben Zubehör zu holen. Und wie gesagt, ich finde es geil. Na Frank, was sind denn so deine Highlights von dem Zubehör? Meine Highlights sind die Flachfräsbohrer, das kleine Set für Stahl von Milwaukee, sowie der kleine Makita hier, der ist so süß. Okay, ich hoffe bloß, dass du nachher wieder weißt, wo alles eingelagert wird. Denn das ist die Aufgabe von Praktikanten. Verdammt, habe ich nicht dran gedacht. Hallo Werkzeugfans, mein Praktikum ist hier leider vorbei, die Woche endet. Ich möchte allen Go-Tools-Mitarbeitern nochmal recht herzlichen Dank sagen, dass ich so herzlich begrüßt und aufgenommen wurde. Es war echt erste Sahne hier. Bis dann, ciao! Da Frank gerade im Lager war, ein Hinweis noch aus dem Lager. Und zwar ist es so, dass wir momentan viele Großgeräte endlich wieder zur Verfügung haben, wie zum Beispiel von Dewald die 85er oder auch die 94er, also die kleine und die große Tischkreissäge. Wenn ihr da noch Bedarf habt, schaut mal im Shop vorbei. Was ist denn hier los? Guckst du, ob ich geschrumpft bin? Nein. Was? Abmahnung. Dann natürlich habe ich mich gefreut über einen anderen Besuch, und zwar war Go-Tools hier bei uns in unseren Heiligen Hallen und hat uns beim Umbau geholfen. Der Christian war da und hat hier einiges an die Wand gebracht, nämlich OSB hat uns geholfen hier bei unserer großen Riesenwand. Übrigens, falls du das Video noch nicht kennst, schau doch mal gerne hier oben vorbei. Übrigens noch ein Hinweis, wir stehen hier an unserer neuen, wunderschönen 150 Kilo Werkbank. Falls du das Video hier noch nicht gesehen hast, schau das auch mal bei Helden der Werkstatt an, verlinke ich dir auch hier oben. Dann alles gut. Bevor wir jetzt aber gleich zum Rückblick kommen, habe ich noch eine Ankündigung für euch. Und zwar werden wir demnächst live streamen hier aus der neuen Lokalität. Wir wissen noch nicht genau wie, wir wissen noch nicht genau was, wir wissen auch gar nicht genau warum. Aber wir haben Lust drauf und wir werden es demnächst ankündigen, also seid gespannt. Kommen wir zum Rückschau auf den letzten Monat und hier fangen wir an mit unserem Kränzle, und zwar unserem Sauger der L-Klasse. Hier ist es so, dass viele von euch gefragt haben, oder sagen wir mal so, es gab ein sehr gemischtes Stimmungsbild zu diesem Sauger. Es gab die Klassiker, diejenigen, die Kränzle schon sehr lange benutzen und wissen, wir haben hier echt sehr gute Qualität zu einem fairen Preis. Also Preis-Leistung ist hier einfach sehr interessant bei Kränzle. Und wir haben eine Firma, die wirklich auf diese Nuancen immer achtet. Diese Kommentare gab es. Es gab auch viele, die gesagt haben, naja, weiß ich nicht, ich nehme lieber meinen Bosch, das ist auch völlig okay, oder mein Nilfisk oder mein Kärcher oder. Es gab auch einige, die gesagt haben, ja, es ist Spielzeug und sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist Geschmackssache. Ja? In Summe wollte ich eine Sache rüberbringen, und zwar, dass es ein interessantes Gerät ist in der Gesamtheit. Ja? Man muss immer ein Gerät ja so betrachten als Summe seiner Eigenschaften. Und es gibt nicht die eine Sache, die der Kränzle hat, die kein anderer hat. Aber wenn du zum Beispiel dir einen Bosch-Sauger so vorstellst, der auch ein Nass-Trockensauger ist, der hat aber zum Beispiel eben keinen Ablass hier unten, wie es beim Kränzle ist, ja? Der hier unten dort die Ablassschraube hat. Oder. Das sind für mich schon Sachen, wo ich sage, naja, zu der Marke, die du sonst vielleicht ins Auge gefasst hast, kann es sein, dass es hier Gründe gibt, sich zum Beispiel auch für so einen Sauger zu entscheiden.
Und mir persönlich geht es immer wieder wirklich nur darum, dass ihr für euch die richtige Entscheidung trifft. Ob es Kränzle ist, Kärcher, Bosch, Metabo, Einhell oder was auch immer es noch gibt, ist überhaupt kein Thema, sondern kauft das, was euch am liebsten ist. Und deswegen fand ich die Diskussion auch eigentlich sehr anregend und habe mich darüber sogar gefreut. Nächstes Thema, da war ich ein bisschen vielleicht auch irritiert, vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht, ist die Säge hier. Und zwar die Metabo KGS 305. Ihr wisst ja, dass die KGS 315 momentan so die Säge ist, die wir hier persönlich benutzen, auch bei Helden der Werkstatt benutzen. Und deswegen dachte ich, ich zeige euch mal die 305 als preiswerte Alternative. Und da gab es einige sehr interessante Kommentare, nämlich Kommentar Nummer 1, Bosch. Wir sind am Bosch-Kanal, Leute. Natürlich. Nein, habe ich versprochen. Metabo mausert sich ja richtig doll. Und Metabo macht jetzt hier auf einmal ganz andere Sachen. Nein. Es ist nur so, dass Metabo jetzt vielleicht ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommt. Denn dieses Gerät hier, genauso wie 315 Plus oder und viele andere KGS, gibt es schon sehr, sehr lange auf dem Markt. Sie sind nur sehr unbekannt. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich auch dieses Gerät zeigen wollte. Nicht, weil es jetzt nagelneu ist, sondern weil es eine echt interessante Alternative ist. Und hier ist es so, der Fehler, den ich gemacht habe, war wahrscheinlich, dass ich das Gerät hier hingestellt habe und als Konkurrenzprodukt oder als nächstes Gerät die 315 euch hier hingestellt habe. Und deswegen sie gar nicht so groß aussah. Das ist eine Riesensäge. Ja, das ist wirklich riesengroß. Wenn ich so eine kleine Minisäge dagegen stelle mit einem 216er Blatt, ist das wirklich winzig. Das ist eine echt große Säge mit echt großem Leistungsumfang. Und wenn man wirklich nur eine große Höhe an Schnittkapazität haben will, dann ist das vielleicht wirklich ein Gerät, was für dich genau das Richtige ist. Natürlich hat sie keinen Sanftanlauf und viele andere kleinere Spielereien drumherum nicht. Gänsefüßchen, Spielerei oder schöne Dinge drumherum nicht. Aber es ist wirklich ein Preis-Leistungs-Thema und insofern so sollte man sie auch betrachten. Ja? Darum steht sie ja hier. Kommen wir zum nächsten und zwar hier zum Bosch, zum neuen 150C. Aus meiner Sicht immer noch ein wirklich absolut hervorragender Schrauber. Ihr habt das Video gesehen, wir haben ein Einzelvideo dazu extra gemacht, weil er so heiß ersehnt war. Und ich muss sagen, nach wie vor super Gerät. Und ein Kommentar, der ist gar nicht so lange her, der kam, glaube ich, gestern oder vorgestern zum Gerät, hat mich persönlich sehr gefreut, weil in dem Kommentar stand sowas wie, dass er sich darüber gefreut hat, dass meine Meinung oder mein Feedback am Ende sehr ehrlich war. Denn das Gerät ist auch wirklich schwer. Es ist wirklich schwer und es ist kein Gerät für jeden Tag. Ja, es ist von Bosch und ja, es ist heiß ersehnt, ja, es heißt wirklich stark und ja, er ist auch wirklich gut. Aber er hat halt auch den Nachteil, wie alle anderen hier auch, die vielleicht mit ein, zwei, aber kommen wir gleich noch dazu, dass es wirklich aufgrund vieler Faktoren auch nicht extrem, aber schon ein schweres Gerät ist, mit dem du jede Menge machen kannst. Ja? Und wenn du ein Gerät brauchst, bei dem du richtig Leistung hast, dann ist das vielleicht genau dein Gerät. Wenn du aber ein Gerät haben möchtest, mit dem du jeden Tag 8 Stunden auf der Leiter einfache Schrauben reinschraubst, dann ist er definitiv nicht das richtige Gerät. Weil dafür solltest du ein kompakteres Gerät nehmen, was dann für diese Schrauben wahrscheinlich auch völlig ausreichen wird. Kommen wir zum nächsten, und zwar haben wir hier unseren großen Test gemacht. Und da kann ich euch nur sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, den Test zu drehen. Mir hat es richtig Spaß gemacht, sie auch in ihre Leistungsgrenzen zu bringen. Und ich fand es interessant, auch in den Einzelheiten, in den Kleinigkeiten. Ja? Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch das unbedingt an, wie die Geräte sich verhalten haben. Die Frage ist nämlich auch, ist es wirklich schlimm, dass einige von den Geräten diese 1 Meter Schraube nicht ins Holz gebracht haben? Aus meiner Sicht nicht zwingend. Wenn ihr euch in dem Akkusystem gut wohlfühlt, zum Beispiel bei Milwaukee, heißt das nicht, dass das für euch nicht ein richtig guter Schrauber sein kann. Erinnert euch damals, er ist auf jeden Fall mit dem Hilti hier gleichgezogen. Falls du das Video nicht gesehen hast, das verlinke ich dir mal noch hier oben. Das war übrigens eins der wenigen Videos, wo Sandra hier bei GoTools TV aufgetreten ist. War eine sehr schöne Challenge damals. Aber auch die Makita haben eigentlich einen guten Job gemacht. Wenn man aber doch merkt,
dass die beiden Makita im Gesamtfeld auf jeden Fall die schwächsten Geräte sind. Und man merkt Makita leider immer mehr an, dass das Akkusystem einfach wirklich antiquiert ist und wir brauchen hier eine Neuerung. Und deswegen hat es mich noch schon sehr gewundert, dass auch das 40-Volt-Gerät hier nicht mit den anderen Geräten hier mithalten konnte. Und ich möchte auch hier noch einmal hinweisen auf hier unser Metabo und seine ganz andere Art und Weise der Kupplung. Hört ihr das? Das sind Pulsschrauben. Das heißt, der Schrauber Puls hoch, Puls runter, Puls hoch, Puls runter. Interessant. Ich muss das mal bei Gelegenheit ausprobieren. Auf jeden Fall nochmal interessant zu sehen, dass dieser Schrauber wirklich eine andere Art der Kupplung hat. Am Ende jetzt nochmal der Hinweis, denkt dran, der Makita Sale läuft noch und vielleicht ein kleiner Teaser, nämlich hier drüben auf dem Tisch habe ich Geräte stehen von einem, ich verrate es einfach mal. Und zwar haben wir hier exklusive Geräte oder eine exklusive Zusammenarbeit mit Maschinenhandel Meier. Und haben dort von Maschinenhandel Meier Geräte auf dem Tisch. Welches genau sind, das seht ihr demnächst. Jetzt aber ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.